Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe Einfach Überspannungsschutz. Wir wollen uns gleich mehreren Fragen heute widmen im Bereich Überspannungsschutz für Industrieverteiler. Die erste Frage, die ich gerne an dich stellen möchte, Jens, ist, wie sieht das ganze Konzept überhaupt aus? Wo muss der Überspannungsschutz hin? Und danach würde ich dich immer wieder mal mit weiteren Fragen, die wir in diesem Bereich erhalten haben, einfach mal torpedieren. Da musst du mal schauen, was du draus machst. Aber zunächst würde ich dir erstmal die Möglichkeit einer Einleitung geben. Ja, danke Achim. Ich habe mich auch schon auf einiges vorbereitet. Also natürlich gucken wir uns nicht nur den einzelnen Industrieverteiler an, sondern wir müssen natürlich auf das große Ganze, heißt in unserem Fall ein Industriegebäude, wo dieser Schaltschrank drin sein könnte, anschauen. Und deswegen müssen wir uns erstmal den Fragen stellen, wann wird welcher Überspannungsschutz eingebaut. Einbauorte im Schaltschrank werden wir uns natürlich anschauen. Dann natürlich solche Themen wie Leitungslänge, Schutz von abgehenden Leitungen, weil da ist ja eine ganze Menge drin in so einem Verteiler. Und das wollen wir uns alles mal anschauen. Und dazu habe ich mir überlegt, ich bringe mal so ein Beispielgebäude mit. Und wir sehen hier so ein, ich sag mal, typisches Industriegebäude. Man sieht schon an der Größe, es ist etwas größer als so ein Einfamilienhäuschen. Wir haben hier eine Einspeisung, hier sogar einen eigenen Transformator, Niederspannungshauptverteilung. In jeder Etage gibt es nochmal Unterverteiler. Die schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Dann gibt es natürlich Büroarbeitsplätze, es gibt Produktion, natürlich einen Serverraum, selbstverständlich. Aber was wir auch berücksichtigen müssen und was wir uns auch nochmal anschauen werden, sind natürlich Außenanlagen, die an dieses Gebäude angebunden sind. Das haben wir hier zum Beispiel ein Drehkreuz. Wir haben Außenbeleuchtung, wir haben Schrankenanlagen zum Beispiel, aber auch sowas wie Photovoltaikanlagen, die Klimatechnik ist mit drauf und heute natürlich tagesaktuell, sage ich mal, hier Ladesäulen zum Beispiel für die E-Autos. Und das werden wir uns mal anschauen. Und dazu müssen wir leider auch wieder in die Normen reinschauen, weil wir wollen ja wissen, was wollen wir oder was müssen wir an welcher Stelle einsetzen. Und da habe ich hier zwei Normen rausgesucht. Das ist die VDE 0185-305, also die große Blitzschutznorm. Und dann nochmal ganz speziell die 845 Teil 3-2. Das ist die Norm, die sich um MSR, Datentechnik und Ähnliches kümmert. Und das hier soll mal unser Beispielgebäude sein. Dieses viereckige Ding hier, das ist jetzt das Gebäude. Und wir sehen, auf den meisten Industriegebäuden haben wir einen äußeren Blitzschutz. Das ist dieses einmal hier, diese Fangstange. Wir haben diese Fangstange hier. Und dann sehen wir, außerhalb des Gebäudes in die Fangstange, in die Leitung, in die Erde können Blitze einschlagen, worüber wir uns dann natürlich Störungen in unser Gebäude ziehen. Und dann müssen wir dort natürlich auch etwas tun. So, und wir sehen, diese ganze Anlage ist in sogenannte Blitzschutzzonen eingeteilt. Diese Blitzschutzzonen werden abgekürzt mit LPZ. Lightning Protection Zone kommt also aus dem Englischen. Und es gibt außen die Blitzschutzzone 0, die unterteilt ist in 0a, da wo Blitze einschlagen können. Die können hier zum Beispiel in die Fangstange oder in die Leitung schlagen. Und in die Blitzschutzzone 0b, das ist der Bereich, der zwar außen ist, aber durch Fangstangen oder Ähnliches geschützt ist gegen direkte Blitzeinschläge, wie hier, das könnte unsere Klimatechnik zum Beispiel sein oder unsere Photovoltaikanlage oder was wir sonst noch auf dem Dach haben. Innerhalb des Gebäudes kann es verschiedene Blitzschutzzonen geben. Hier sind erstmal die Blitzschutzzone 1 und die Blitzschutzzone 2 eingezeichnet. Blitzschutzzone 1 könnte zum Beispiel die Niederspannungshauptverteilung sein. Die Blitzschutzzone 2, ich sag mal, der ganze Rest vom Gebäude, bis auf empfindliche Bereiche wie Serverraum zum Beispiel. Das können Steuerung sein, Brandmeldeanlage oder Ähnliches. Das könnte eine lokale Blitzschutzzone 3 sein. Und jetzt sehen wir hier an den Zonengrenzen immer diese Kreise eingezeichnet. Und diese Kreise, das sind die Blitzschutzzonenübergänge. Und hier müssen Maßnahmen getroffen werden, wie zum Beispiel für den Überspannungsschutz verschiedene Ableiter zu setzen. Wir sehen hier an der Blitzschutzzone von 0 auf 1, sehen wir dort einen Typ 1 Ableiter für die Stromversorgung. Diese obere Tabelle, die kümmert sich um Überspannungsschutzgeräte für die Stromversorgung. Hier unten sind wir aus einer anderen Norm für Überspannungsschutz für die MSR, Datentechnik und Senderempfangstechnik. Also von 0 auf 1 waren wir bei dem Typ 1 Ableiter, sind wir in diesem Bereich hier von der Blitzschutzzone 1 auf 2. In der Unterverteilung wäre ein Typ 2 Ableiter.
Blitzschutzzone 2/3, am Endgerät ein Typ 3 Ableiter. So ähnlich ist es in der MSR- und Datenwelt auch. Da ist es auch eingeteilt, ist ein bisschen komplexer. Hier in der Tabelle mal dargestellt mit den Buchstaben-Zahlen-Kombinationen D1, C2 und C1. Das ist quasi, wenn man so will, der Grob-, Mittel- und der Feinschutz für die MSR- und Datentechnik. Hier ist es ein kleines bisschen einfacher, weil hier gibt es typischerweise Überspannungsschutzgeräte, die alle 3 Schutzstufen in einem Gehäuse vereinen. Das ist in der Überspannungsschutz für die Stromversorgungswelt nicht ganz so einfach. Da kennt man das ja eigentlich getrennt, Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Aber wie gesagt, in der MSR-Welt eher zusammengefasst. So, und das wollen wir uns mal an 3 Bereichen von unserem Beispielgebäude mal anschauen. Erstmal für die Stromversorgung. Das schauen wir hier in die Niederspannungshauptverteilung, die sich hier in einem Keller neben dem Transformator befindet. Wir werden uns mal eine Unterverteilung anschauen und mal ein Endgerät hier in der Produktion. Ob das jetzt eine Steuerung ist oder ein Klimaschrank oder ähnliches, schauen wir uns gleich mal an, wie sowas aussehen könnte. Da schauen wir als erstes mal in die Niederspannungshauptverteilung. Dort findet man ja typischerweise den Kombiableiter und der ist hier in der Niederspannungshauptverteilung hier vor dem Hauptschalter, hier im unteren Anschlussbereich ist er eingebaut. Hier sieht man es nochmal frontal. Das wäre dann so ein Typ 1, Typ 2 Ableiter für die 3 Phasen und PEN, die wir an der Stelle noch haben. Ja, du hast jetzt gerade den Typ 1 Ableiter gezeigt. Was aber ja auch wichtig ist, die Sicherung, die man daneben sieht, die gehört ja auch zu dieser Ableitkombination dazu. Genau. Das heißt, die ist zwingend erforderlich, dass ich die mit berücksichtige und die nimmt ja auch einen ganzen Batzen Platz letztendlich bei uns im Schrank weg. Was mir immer noch einfällt, ist, dass man unter gegebenen Umständen eben darauf verzichten kann, wenn zum Beispiel vorgelagert schon eine gleichwertige Sicherung in der Installation ist, wenn die maximale Vorsicherung also respektiert wurde von dem Überspannungsschutz. Oder, und das habe ich auch einmal mitgebracht, oder wenn die Sicherung im Überspannungsschutz mit integriert ist. Das heißt, im Gerät wäre die Sicherung schon mit drin und die würde dann pro Phase jeweils den großen Teil, also die Sicherung in einem Verteiler letztendlich ersetzen und uns, wenn wir denn die Not haben, ein bisschen Platz zu sparen, eine absolut gute Alternative wäre zu dem Setup, was wir hier sehen. Ganz genau, da hast du vollkommen recht. Früher gab es das natürlich leider nicht und heute gibt es aber Gott sei Dank solche kombinierten Geräte und da hast du vollkommen recht, man spart Platz, eventuell Kosten und hat auch noch andere Vorteile. Thema Leitungslänge sage ich hier nur, werden wir uns nachher nochmal anschauen, wie das damit reinspielt. Nach der Niederspannungshauptverteilung haben wir ja typischerweise Unterverteilungen, die sind natürlich unterschiedlichst aufgebaut. Hier mal eine Verteilung, die hauptsächlich für die Beleuchtung zuständig ist. Da sollte auch möglichst am Eingang so früh wie möglich ein entsprechendes Überspannungsschutzgerät setzen. Hier wäre es der Typ 2 Ableiter, der nach dem Zonenkonzept an der Blitzschutzzone 1 auf 2 sitzt. So, dieser Ableiter schützt erstmal alles, was in dieser Verteilung drin ist und alles, was in dem näheren Umfeld ist. Ne? Beispiel diese 10 Meter, die wir schon mal gehört haben. Wenn ich natürlich im Industriebereich bin, habe ich natürlich die 10 Meter, ist natürlich eine Kleinigkeit. Das heißt, die sind immer überschritten und gerade in so Bereichen, wo ich sensible Technik habe, wie hier in meinem Beispiel so ein Klimaschrank, dann ist der natürlich zum einen sehr sensibel gegen Überspannung und zum anderen ist er natürlich sehr, sehr wichtig für das Unternehmen. Das heißt also, dieser Schrank darf nicht ausfallen. Zum einen ist er natürlich schwer zu beschaffen und in der Zwischenzeit, wo er nicht da ist, können wir natürlich keine Prüfung machen und daher ist dann hier ein Typ 3 Ableiter hier hinten in den Installationskanal mit eingebaut worden, so dicht wie möglich an das zu schützende Endgerät, damit dieses ganze gestaffelte Konzept auch, ja, ich sag mal, vernünftig aufgebaut ist. So könnte es auf der Stromversorgungsseite aussehen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine Antwort auf die Frage nach dem Konzept, wie schütze ich überhaupt und welche Geräte werden grundsätzlich dafür eingesetzt, um die einzelnen Bereiche in meinem Industriegebäude zu schützen.
Weitere Fragen, die wir im Alltag immer wieder bekommen, beziehen sich aber mehr auf die Installation. Letztendlich, wo im Schaltschrank ist es genau, wie setze ich den bestmöglich ein, dass der Schutz auch gewährleistet ist. Also dann wirklich Installationsfragen. Vielleicht können wir uns das auch noch mal angucken, wie das dann in der Installation aussieht. Da hast du Glück. Sieht fast so aus, als hätte ich auch darauf gewartet. Ich habe nämlich eine Verteilung mitgebracht, die können wir uns gerne gemeinsam mal anschauen. Und dann versuchen wir diese Fragen von unseren Kunden einfach mal zu klären. Dann komm mal mit. So Achim, das ist das gute Stück. Das ist der Schaltschrank, den ich mitgebracht habe, wo wir uns das eine oder andere nochmal in der Praxis wirklich anschauen können. Du hattest ja so ein paar Fragen, die uns die Kunden immer mal wieder stellen. Genau. Lass uns das mal. Gerne, deswegen, ich frage direkt mit der ersten Frage an, die wirklich häufig kommt. Der Überspannungsschutz, gehört der vor den Hauptschalter, den wir hier sehen, oder dahinter? Ja, das ist eine gute Frage. Die kann man gar nicht so genau mit Ja oder Nein beantworten, weil beides hat so seine Vor- und seine Nachteile. In der Praxis haben wir das sehr, sehr häufig, dass der Überspannungsschutz nach dem Hauptschalter installiert wird, einfach weil der Kunde dann sagt, wenn ich den Hauptschalter ausmache, dann ist auch alles spannungslos geschaltet. Es ist viel einfacher dann für den Kunden. Ansonsten müsste er es dann wieder kennzeichnen und so weiter. Allerdings hat natürlich die Installation des Überspannungsschutzes vor dem Hauptschalter, wie hier zu sehen, hier ist ja in der Einspeiseklemme, ist der Überspannungsschutz abgegriffen worden, hat natürlich mehrere Vorteile aus Überspannungsschutzsicht gesehen. Und zwar zum einen, die Überspannung wird vor dem Hauptschalter abgeführt, das heißt, es ist weniger Stress für den Hauptschalter da. Und wir haben natürlich auch die Situation, falls der Hauptschalter mal ausgeschaltet sein sollte, ist der Überspannungsschutz, wenn er davor installiert ist, immer noch aktiv. Wenn ich ihn dahinter installiere und ich betätige den Hauptschalter, ist der Überspannungsschutz dann auch funktionslos, weil ich ihm die 3 Phasen weggeschaltet habe. Deswegen empfehlen wir die Installation vor den Hauptschalter. Ja, das hat ja auch dann immer direkt, wo ich den installiere, hat ja auch immer direkt mit den Leitungslängen zu tun. Und das ist für mich schon wieder genau die zweite Frage. Man soll Leitungslängen so kurz wie möglich halten. Wie kann ich das hier realisieren, dass man wirklich kurze Leitungslängen im Schaltschrank hat zum SPD? Genau, da sprichst du auch so ein sensibles Thema an. Die Norm hat sich da ja auch verschärft. Früher waren mal so ein Meter Leitungslänge, die ich einhalten konnte. Heute sind wir beim halben Meter, das heißt 25 Zentimeter pro Ader, wenn man so möchte, im Durchschnitt. Und deswegen sieht man hier auch den Vorteil der Installation des Überspannungsschutzes vor dem Hauptschalter. Wir sehen, wir haben hier die Einspeisenklemmen verdoppelt, sodass wir dann direkt hier die Phase abgreifen konnten mit einer kurzen Leitungslänge auf den Überspannungsschutz drauf, und das ging mit den 3 Phasen und dem Neutralleiter. Beim PE gibt es hier natürlich die kleine Schwierigkeit, weil hier unten unsere PE-Schiene ist und du siehst, hier haben wir dann eine relativ lange Leitung. Dieses Problem sind wir so aus dem Weg gegangen, dass wir hier nochmal eine Verbindung auf die Montageplatte hergestellt haben, weil die Montageplatte selber natürlich mit geerdet ist. Sie hat aber eine kleinere Induktivität und dementsprechend einen kleineren Spannungsfall, der hier als dieser Runddraht, den wir hier noch mit angebunden haben, und dementsprechend ist das hier normkonform umgesetzt worden. Also von daher mehrere Vorteile und deswegen die Empfehlung halt vor den Hauptschalter. Ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt mal so in den Schaltschrank reinkomme, ist eine Unterverteilung. Das heißt, eigentlich wäre hier ein Typ 2 genau richtig. Da hast du ja auch hier gerade gezeigt, dass wir den hier installiert haben. Aber wenn ich das richtig sehe, dann sind das hier Typ 1 Ableiter. Was haben die hier in der Unterverteilung zu suchen? Ja, jetzt ist es natürlich im industriellen Bereich so, dass aus so einer Unterverteilung auch natürlich Leitung nach draußen geführt werden kann, in diese Blitzschutzzone 0a, also dort, wo Blitzeinschläge möglich sind. Ich nenne mal hier so als Beispiel, das können Wegebeleuchtung sein, das können Torantriebe sein, das können Pumpen sein oder ähnliches. Und dort können echte Blitzströme auf der Leitung auftreten und deswegen halt hier diese Typ 1 Ableiter für diese Abgangsleitung. Wo du es aber gerade sagst,
Das ist ja nicht die einzige Abgangsleitung, die wir hier haben, sondern in diesem Schaltschrank gibt es eine ganze Menge Abgangsleitungen, die auch schützenswert natürlich sind oder die mit berücksichtigt werden müssen. Das sieht man hier unten zum Beispiel. Das sind so Ableiter, die kann man in dem Bereich Messsteuerregelungstechnik zum Beispiel, ne? Wenn ich Sensoren habe, eine Wetterstation zum Beispiel oder ähnliches draußen habe, Füllstandssensoren und solche Sachen oder auch Datenleitung. Denken wir einfach mal an DALI, also an Beleuchtungssteuerung und ähnliches oder Netzwerkleitung oder Busleitung oder was sonst noch nach draußen geführt werden kann. Und deswegen findet man in so einem Schaltschrank, der eigentlich als Unterverteilung gedacht ist, natürlich auch Typ-1-Ableiter oder entsprechende Ableiter halt für die Datentechnik. Okay, das klingt für mich plausibel. Herzlichen Dank. So konnten wir hier schon mal im Schaltschrank selber ein paar Sachen, ein paar Fragen beantworten, die wir immer wieder mal auf den Tisch kriegen. Herzlichen Dank dafür, dass du uns das hier mal gezeigt hast, wie es im Schrank selber aussieht. Gerne. Und wir werden hier immer wieder mal Fragen aufgreifen zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz. Also wenn es noch Fragen und Anregungen gibt, immer gerne an traptech-support@phoenixcontact.de und bis dahin auf Wiedersehen.